Hallo, hier ist Benjamin Wall. Die folgenden Fotos und Texte stammen aus meinem Auftritt am Sommerfest auf dem Zeughausareal in Rapperswil-Jona, Datum 29. Juni 2019. 20. Dezember 2015. 'Twas almost the night before Christmas und als großer Verfechter von Weihnachten wäre ich normalerweise dabei, etwas Weihnachtliches zu unternehmen. Einzutauchen in die Dinge, welche unsere Gesellschaft für Weihnachten bereitstellt. Musik hören, kochen, Geschenke einpacken und so weiter. Zu diesem Zeitpunkt suchte ich jedoch etwas anderes. Ich wollte Pause machen von Christmassy Things und lieber in mich hineingehen. Für eine kurze Zeit eine Kapsel gegen Weihnachten formen und Zeit für mich haben. Meine Absicht wurde vom Wetter verstärkt, mich mit mir selber und meinen Erinnerungen zu beschäftigen. Das Wetter war alles andere als weihnachtlich und erinnerte mich an meine Zeit in den 80er Jahren in London. Nebel und Wolken. Es ist so, die Engländer betrachten ihre Nation als die zivilisierteste, die es auf die Welt gibt. Dies aufgrund der Hunderte von ungeschriebenen Regeln, wie man sich benimmt. Eins davon ist, man geht auf das Land, um es zu würdigen und sich dazu zu bekennen, wie glorreich das Land ist. Man hat keine Wahl, man geht auf das Land und schätzt es, egal wie es einem tatsächlich vorkommt. Und vor allem, egal wie das Wetter ist, was häufig neblig und bewölkt war. Somit wurde ich, als jemand, der sich zivilisieren lassen wollte, gezwungen bzw. erzogen, ein solches Wetter zu schätzen. Ich habe gelernt, etwas Positives aus der Atmosphäre von Nebel, Wolken und getrübten Lichtverhältnissen zu gewinnen. Sie lädt zur Reflexion, zum Nachdenken und zu einer gesunden Dosis Wehmut ein. Gerade das Gegenteil von dem, was man typischerweise mit Weihnachten assoziiert. Und das ist, was ich zu diesem Zeitpunkt suchte. Ich wollte an nichts Bestimmtes denken, sondern die Gedanken einfach durch den Kopf gehen lassen. Ich bin mit der analogen Kamera groß geworden, eine Brownie Starmite von Kodak, wo man sich 5-mal überlegte, ob man ein Foto schießt, weil jedes Foto kostet. Mit der digitalen Technik fühle ich mich befreit. Ich kann so viele Fotos machen, wie ich will. Bei diesem einzigen Spaziergang waren es 208. Keine Angst, ich werde nicht alle 200 jetzt zeigen. Ich konnte jedoch für diesen Auftritt heute eine Wahl aus einem dankbar großen Pool treffen. Die digitale Technik ist aus einer weiteren Perspektive für mich befreiend. Meine Mutter war streng reformiert und wusste den Wert jedes Cents zu schätzen. Das hieß für mich, pro Szene eine Abbildung and that was it. Mehr wäre eine Verschwendung von gutem Geld gewesen und sowas war in meiner Familie nicht vorstellbar. Mit der digitalen Technik kann ich mit Winkeln, Zoom, Beleuchtung und weiteres experimentieren und eine einzige Szene mehrmals aufnehmen. Was ich bei Profifotografen sehe, ist, dass man dann aus dem Experimentieren das beste Einzelabbild auswählt und präsentiert. Ihnen ist es sicherlich aufgefallen, dass ich es anders angehe. Ich finde, alternative Abbildungen zu vergleichen interessant, und zwar durch den Vergleich sieht man umso deutlicher, was sonderbar an einem bestimmten Winkel oder Zoom ist. Für mich, durch den Vergleich, wird jedes Einzelfoto in seiner Wirkung stimmungsvoller. Kommt dazu, klar, ich denke, jedes Foto von mir ist absolut toll, ein verblüffendes Kunstwerk. Wie sollte ich mich für nur eines entscheiden? Bäume werden oft als Symbole für unsere Lebensumstände verwendet. So zum Beispiel, wir sind starke Individuen, wir stehen stark und stolz. In dieser Eigenschaft als ausgeprägte Individuen sind wir jedoch unweigerlich von unseren Mitmenschen entfernt und isoliert.
Das ist das menschliche Dasein. Ist es jedoch nicht möglich, uns mit einem anderen Mensch im Fundament als ein Paar zu verwurzeln, obwohl als Individuen jeder seinen eigenen Weg im Alltag geht? Wenn ich diese Abbildung betrachte, sehe ich darin doch auch das Sinnbild, dass man in einer Paarbeziehung nicht mehr miteinander verbunden ist, sondern auseinandergewachsen ist, was mir in meinem Leben allzu oft passiert ist. Jedoch kenne ich genügend Paare, welche die positivere Interpretation vorleben, dass ich die Hoffnung für so etwas nicht aufgebe. Die Wanderung an diesem Tag hatte auch sinnbildlich weitere Gedanken über mein Leben angestoßen. Zum Beispiel ist es fast abgedroschen, trotzdem anregend. Der Weg nach vorne lässt einem über schwerwiegende Fragen nachdenken, wie zum Beispiel, wohin das Leben führt. Oder was für Weihnachtsgeschenke ich bekommen würde. Obwohl gut, Hand aufs Herz, als echter Verfechter von Weihnachten kümmert es mich viel mehr, wie meine beschenkten Geschenke ankommen, als was ich selber bekomme. Zurück zu den Bäumen. An diesem Tag war ich von den Bäumen fasziniert, nahezu befangen. Jeder Baum ruft mir zu, fotografiert zu werden. Dem Ruf folgte ich. Wie in einem Rausch machte ich ein Bild nach dem anderen von den Bäumen. Es erinnerte mich an einen Spruch aus meiner Jugend in Amerika. Warnung, was ich jetzt sage, ist nicht politisch korrekt, weil zu diesen Uhrzeiten dachten wir überhaupt nicht an solchen Sachen. My friends and I said to each other, every woman is beautiful in the dark. Also in der Dunkelheit ist jede Frau wunderschön. An diesem Tag kam es mir vor, dass in diesen grauen, jedoch glühenden Lichtverhältnissen jeder Baum schön oder mindestens fotogen war. Ich drückte und drückte den Knopf und war glücklich in meinen Wahrnehmungen. Als ich nachher die Fotos mit etwas Abstand betrachtete, kam ich zum Schluss, dass vielleicht doch nicht jeder Baum fotogen war. Ich weiß nicht, was dies in übertragenen Sinn für die Schönheit jeder Frau bedeutet, oder, weil wir in 2019 politisch korrekt sind, für die Schönheit jedes Mannes, egal was für Lichtverhältnisse. Vielleicht hat jemand aus dem Publikum eine Meinung dazu? Ist jede Frau oder jeder Mann wunderschön? Vielleicht unter gewissen Umständen? Okay, genug von Bäumen, wir machen weiter mit einem anderen Sujet. Ich bin auf einem sehr bescheidenen Niveau ein Sammler von Kunstfotos und ein Lieblingsfotograf aus meinen Zeiten in London ist der englische Landschaftsfotograf Michael Kenne. Für eine Weile besaß ich einen Abdruck dieses Fotos. Als Hobbyfotograf eiferte ich ihm nach, etwas Vergleichbares zu schießen. Der Holzsteg neben dem Seedamm bot die Gelegenheit dazu. Was denken Sie? Schaffte ich es? Der Holzsteg macht Abbildungen aus mehreren Winkeln möglich, nicht nur worauf man läuft. Es liegt im Wesen eines Holzsteges,
das Wasser auch abgebildet wird. Wasser ist von der Chemie her grundsätzlich einheitlich. In einem Foto kann es jedoch verschiedentlich wirken. Während eines Spazierganges auf dem Seedamm kann man Wasser in seinen vielen Eigenschaften genießen. Auch in Kombination mit anderen Objekten. Von einem Profi-Fotograf habe ich mir sagen lassen, Widerspiegelungen dürfen nicht abgebildet werden. Die Kamera kann sie nicht richtig aufnehmen. Die Aussage habe ich nie verstehen können. Sie mag für eine Kamera stimmen, ich bin jedoch der Meinung, dass sie nicht auf meinem iPhone 5S zutrifft. Mit den Widerspiegelungen durch das 5S war ich glücklich. Auch der Holzsteg leitet einem dazu, das Himmel zu betrachten. Zurück zum Wasser in Kombination. Als Betrachter fand ich den Gegensatz zwischen dem Wasser, homogen, endlos, ohne Kanten, und den Enten oder Schwänen, klar definiert, endlich, mit mehreren Farben, bildlich belebend. In diesem Foto ist es mir einigermaßen gelungen, diesen Kontrast abzubilden. In den weiteren Fotos ist es mir nicht geglückt. Eine iPhone 5S mag Widerspiegelungen gut abbilden, kann aber offensichtlich nicht alles. Der für mein nacktes Auge anregende Kontrast zwischen Ente und Wasser konnte ich mit meiner minimalen Ausrüstung jedoch nicht erwischen. Auf dem Holzsteg eröffnet sich diesen Blick in die Ferne. Ich wurde in den Film Herr der Ringe transportiert. Hier steht das Tor zu einem neuen Land, wodurch man gehen muss, um die Menschheit zu retten. In diesem Land warteten auf mich neue, lebensverändernde Abenteuer. Oder mindestens tolle Weihnachtsgeschenke. Also zu schenken meine ich, nicht zu bekommen. Auf jeden Fall, einen Ring in das ewige Feuer zu werfen, musste ich glücklicherweise nicht. Mit meinem Spaziergang durfte ich ruhig weitermachen. Von Michael Kenne habe ich auch den Ansatz beim Fotografieren, Mensch und Natur abzubilden, ohne dass tatsächlich Menschen in Fotos vorkommen. Der Mensch wird durch einen Zaun oder ein Gebäude angegeben, nicht mehr. Vielleicht war das Problem mit den Entenfotos. Kein Einzeichen von Menschen dabei und, gebe ich unumwunden zu, Tierfreund bin ich nicht. Hingegen in diesen Fotos ist der Mensch klar zu erkennen, ganz einfach als Lichtquelle. Wir wissen, dass die Lichter unten von Menschenhand geschaffen sind und die Lichter oben aus der Natur stammen. Das Zusammenspiel von Mensch und Natur, worüber wir uns heute den Kopf zerbrechen. In dem Zusammenspiel von Mensch und Natur hat sich in den Fotos bisher die Natur eher dominiert. Selbst in den Fotos des Holzsteges, welcher von Menschen geschaffen ist, dominiert die Natur. In diesen Fotos stammen die überwiegenden Wahrnehmungen aus der natürlichen Beschaffenheit von Holz, also seine Textur und Färbung. Als eingefleischter Sozialwissenschaftler sehnte ich mich an diesem Abend langsam nach einer Abbildung, welche Mann und Frau in den Vordergrund stellte.
Etwas Regelmäßiges und systematisch und nicht schwammig und fließend wie in der Natur. Als das sonderbare Tageslicht, welches mich in der Beziehung zu den Bäumen in Heiterkeit versetzt hatte, langsam nachgab, wurde meinem Wunsch entsprochen. Sind Sie bereit für etwas Künstliches, also hart und klar definiert? Es kommt gleich. 5, 4, 3, 2, 1 und Bam! Ein Werk der Menschheit. Scharfe Kanten, harte Oberfläche. Und das Licht, das grelle Licht, welches alles noch künstlicher wirken ließ. Ich war erleichtert und begeistert zugleich. Wieder in einer Umgebung, welche der Mensch für seine Bedürfnisse geschaffen hat. Als Sozialwissenschaftler, der sich für das Wesen der Menschen begeistert, war ich gedanklich wieder zu Hause. Wie in der guten Stube zur Weihnachtszeit. Auf jeden Fall war ich sehr froh um Beton und Stahl und menschliche Strukturen. Dass ich als Sozialwissenschaftler über Menschen als Objekt forsche und dass ich als Hobbyfotograf keine Leute abbilden will, heißt überhaupt nicht, dass ich keine Freude an echten Menschen habe. Im Gegenteil, das Zwischenmenschliche macht das Leben aus. Eine Begegnung mit einem Mensch wäre der perfekte Abschluss zu meinem Spaziergang gewesen. Dazu bot sich diese Bank an, wo ich und einem anderen Platz hätte nehmen können. Vielleicht eine Frau, obwohl mit dem Licht? Nein, das spielt keine Rolle. Auch mit einem Mann zu plaudern wäre schön gewesen. Innere Werte zählen, nicht äußerliche Erscheinung. Denn zwischenmenschliche Beziehungen sind das Wichtigste und für solche Begegnungen veranstalten wir heute ja ein Sommerfest.